Hallo Josef, Servus, freut schön, mich. schön, dass wir uns sehen. Also hier sind wir jetzt Da sozusagen ist vor es. dem Haus. Ja, Ja. genau, so schaut das aus. Mein Name ist Bernhard Odichnall, ich berichte für Zwischenbrücken und neben mir steht Josef Gepp, der Ressortleiter Wirtschaft der Tageszeitung Der Standard. Hallo. Hallo Josef. Josef, du berichtest ja aktuell über österreichisch-iranische Geschäftsbeziehungen. Jetzt sag, welche Rolle spielt dieses Haus hier in der LaSalle-Straße dabei? Ja, in dem eher unauffälligen Haus sitzt eine eher kleine Firma. Das ist die Blue River Holding, heißt sie. Man kennt sie nicht, also die breite Öffentlichkeit kennt sie nicht. Sie wird kontrolliert von einer Riege von Auslandsiranern und Iranerinnen. Manche leben in Österreich, andere nicht. Und uns, was in unseren Recherchen immer wieder auffällt, ist, dass da durchaus verdächtige Verbindungen in Richtung iranisches Regime bemerkbar sind. Also zum Beispiel hat diese Firma Visa besorgt für hochrangige Iraner. Sie wollten einen Zahlungsdienst Richtung Teheran hochziehen. Immer wieder tauchen solche Sachen auf und im Jahr 2024, also vor 2 Jahren circa, sollte diese Firma verkauft werden. Jetzt hast du in deiner aktuellen Geschichte sogar aufgedeckt, dass es eine Verbindung gibt zu Mojtaba Khamenei. Das ist der Lieblingssohn von Ali Khamenei, dem Revolutionsführer und dem religiösen Führer des Iran. Mojtaba Khamenei soll auch sehr gute Verbindungen zu den Revolutionsgarden haben. Die stehen jetzt seit neuestem auf einer Terrorliste der EU. Wie ist es erklärbar, dass so eine hochrangige Persönlichkeit des Iran ein Interesse hat an einer Firma in der LaSalle-Straße? Man muss wissen, was diese Blue River macht. Es ist nicht irgendeine Firma. Blue River hat eine Lizenz von Spar International. Spar International ist ein anderes Unternehmen in Amsterdam und deren Geschäftsmodell ist, dass sie Handelsunternehmen aus aller Welt gegen Gebühren Lizenzen geben und um dieses Geld dürfen sie Sparfilialen betreiben. Das ist deren Modell. Wenn eine Firma dann den Namen Spar hat, wirkt das sehr gut und sehr seriös und sehr vertrauenswürdig. Das könnte ein Hintergrund von diesem Deal sein. Blue River ist ein Handelsunternehmen, das Spar Iran betrieben hat. Das heißt, sie haben im Iran ein paar Sparfilialen, also vom Supermarkt Spar betrieben. Was man unbedingt hinzufügen muss, ist, dass Spar International und dieses große Spar Österreich nichts miteinander zu tun haben, weil die total unabhängig voneinander kooperieren. Aber es ist dennoch die Marke Spar, die Blue River für den Iran betrieben hat. Und vielleicht ist Blue River deshalb eben für wirklich höchste Regimekreise interessant, weil man dann einen guten westlichen Namen im Iran hat, den man ausbauen kann, wo man vielleicht eventuell, ohne dass ich was unterstellen will, auch andere Geschäfte damit machen kann und so weiter. Andere Geschäfte ist ja ziemlich wahrscheinlich, weil es erscheint doch eher unwahrscheinlich, dass der Sohn des religiösen Führers ein Supermarktbetreiber sein will. Kürzlich haben wir Recherchen herausgefunden, nicht vom Standard, sondern vom Bloomberg, dass dieser Mojtaba Khamenei, dieser Sohn, ein riesen Immobilienimperium hat in aller Welt, offensichtlich, also offensichtlich hinter Strommännern. Und der hat eine Villa in Dubai, der hat Hotels, Hilton Hotels in Deutschland, in Mallorca und andere Luxuswohnungen in London und so weiter. Das heißt, wenn man so will, er ist auch Hotelbetreiber, also möglicherweise wird er auch Supermarktbetreiber sein wollen. Man weiß es nicht. Diese vermögenden Familien stellen sich breit auf und die Familie Khamenei ist in Wahrheit auch eine superreiche Familie, so muss man das sehen. Ja. Und man muss dazu sagen, auch er wird immer wieder als Nachfolger seines Vaters gehandelt, also als religiöser Führer des Iran. Genau, und er ist direkt verantwortlich für die Revolutionsgarden. Er ist der politischste Kopf der Familie und er ist der geschäftliche Kopf der Familie. Also der Khamenei hat mehrere Kinder, Söhne und Töchter. Er gilt als der Wichtigste. Das heißt, man kann auch sagen, er ist eigentlich dann verantwortlich auch für die Zehntausenden Tote, die es jetzt gegeben hat, die von Revolutionsgarden und von den angehängten Basiji ermordet wurden. Mutmaßlich schon, er ist in den USA sanktioniert. In Europa ist er nicht als Person auf der Sanktionsliste, wohl aber die Revolutionsgarden. Jetzt schreibst du aber auch, dass dieser Deal in letzter Minute gescheitert ist. Das heißt, er ist jetzt nicht Besitzer dieser Firma hier in der LaSalle-Straße. Woran ist das gescheitert? Dazu muss man wissen, es gibt einen weiteren wichtigen iranischen Geschäftsmann, der ist Ali Ansari, ein wichtiger Ex-Banker im Iran. Der gilt, jetzt zitiere ich wieder Bloomberg, die Agentur, als Strohmann für den Khamenei. Bloomberg schreibt, dass Ansari Khameneis Geldmann ist, also so zitieren sie das. Der offizielle Käufer oder versuchte Käufer im Fall von Blue River war eben dieser Ali Ansari, uns liegen da E-Mails vor. Und woran ist es gescheitert? Der Standard, also wir und auch eine niederländische Zeitung, haben berichtet über diese merkwürdigen Vorkommnisse im Zusammenhang mit dieser Firma. Und daraufhin hat Ende 2024 Spar International Blue River die Lizenz entzogen.
Die haben gesagt, lieber nicht, wir entziehen euch die Lizenz. Blue River hat sich wahnsinnig aufgeregt und die sehen das als illegalen Akt. Aber daraufhin ist das Geschäft dann gescheitert, weil natürlich in dem Moment, wo diese Firma nicht mehr den tollen Namen Spar tragen darf, ist sie wohl nicht mehr so interessant. Eigentlich kann man das sagen, dass Joseph Gepp und der Standard dem Sohn des religiösen Führers des Iran einen Deal verpatzt hat. Was ist das für ein Gefühl? Ja, also wir operieren immer noch mit Mutmaßungen, also mit sehr qualifizierten Mutmaßungen, aber trotzdem, es ist natürlich total interessant, in diese Strukturen reinzuschauen und zu sehen, wie das läuft zwischen Österreich, dem Iran, Deutschland, diversen Steueroasen. Also diese Firma vom Ansari sitzt in St. Kitts and Nevis, einer Karibikinsel und so weiter. Es ist sehr spannend, das zu sehen. Was man wirklich sagen muss, wir kriegen unsere Informationen natürlich von Informanten und die Informanten, die setzen sich dann wirklich dem Risiko aus. Also die haben Iran-Verbindungen und das, was dort passiert, ist ja, wie wir wissen, wirklich ein Wahnsinn, die Repressionen, die dort stattfinden. Und man muss da sehr aufpassen, was man wie sozusagen bringt, wo man keine Leute gefährdet. Also das ist durchaus ein bisschen ein Drahtseilakt manchmal, ja. Stichwort Iran-Verbindungen. Hast du oder habt ihr beim Standard jemals Reaktionen gekriegt vom offiziellen Iran, also von der Botschaft oder von einem Ministerium im Iran? Nein, wir haben mehrmals angefragt, also im Rahmen anderer Geschichten, unter anderem beim iranischen Atomprogramm, das als Behörde organisiert ist. Wir haben nie eine Antwort bekommen. Ich habe für diese Geschichte bei Ali Ansari angefragt, also das ist einer der wichtigsten Oligarchen quasi im Iran, der einen Anwalt in London hat, von dem habe ich auch keine Antwort bekommen. Wir sind schon auch verklagt worden von iranischen Unternehmen, allerdings erfolglos. Und die Blue River Holding, die hier ihren Sitz hat, hat sich die jemals gemeldet? Die Blue River reagiert überhaupt nicht mehr auf Anfragen von uns. Anfänglich haben sie alle Anschuldigungen zurückgewiesen und auch mit Klage gedroht, haben sie allerdings nie gemacht. Man muss betonen, dass die Blue River sagt, sie haben keinerlei verdächtige Verbindungen zum iranischen Regime. Also die stehen auf dem Standpunkt, dass alles wenn man so will, in bester Ordnung ist. Jetzt wurden ja die Proteste im Iran gegen das Regime also brutalst niedergeschlagen, aber es gibt weiterhin Proteste im Ausland, in Österreich auch. Also es gibt fast täglich Demonstrationen, zum Beispiel in der Nähe der iranischen Botschaft. Es gibt hier eine starke exil-iranische Community. Haben sich die jemals gemeldet auf diese Geschichte her? Ist das auf Interesse gestoßen? Ja, die ganze iranische Oppositionsbewegung interessiert sich natürlich sehr für diese ganzen Regimeverwicklungen und diverse Exilmedien greifen das sehr eifrig insgesamt auf. Ich spreche jetzt nicht nur von dieser Geschichte, sondern auch von alten über diese Verbindungen von Blue River und merkwürdige auch Einkäufe von Dual-Use-Gütern fürs Militär, die auch über einen Kontaktmann von Blue River gelaufen sind und so weiter. Also da gibt's etliche Medien, auch in Social Media spielt das eine große Rolle. Man muss dazu sagen, dass diese Medien und auch diese Aktivisten natürlich auch ihre eigene Agenda haben. Also die stehen teilweise dem Sohn des Schahs nahe. Andere sind von den Golfstaaten finanziert, von Saudi-Arabien finanziert. Also da laufen viele unterschiedliche Interessen durcheinander. Das Bemerkenswerte ist ja, im Handelsregister steht hier ganz klar LaSallestraße 7b als Adresse der Blue River Holding. Aber wir sind ja jetzt auch schon hier herumgegangen. Man findet hier nirgends ein Firmenschild oder irgendeinen Hinweis, dass die hier gibt. Also wir könnten jetzt gar nicht hier irgendwo läuten, weil möglicherweise gibt es hier ein Büro, möglicherweise aber auch nicht, oder? Ja, es ist eine sehr diskrete kleine Firma. Man weiß nicht, was wirklich in diesem Gebäude abläuft und ob wirklich hier die Entscheidungen stattfinden. Also wo diese Leute dann tatsächlich operieren. Die sind auch viel im Ausland tätig. Also uns fällt immer wieder auf, das ist eben zwischen Teheran, Istanbul, Städten in Deutschland und so weiter. Aus den Mails geht hervor, dass dort diverse Treffen so stattfinden. Wo das wirklich dann passiert, wissen wir eigentlich nicht so genau.